Hallo und herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal. Ich bin Lennart und ich habe heute einen Special Guest an meiner Seite, Alex Kremer. Wir stellen euch heute unsere Hidden Champions aus dem Produktprogramm vor. Das heißt, wir gucken uns 7 Kategorien an und sagen euch, was unsere Favoriten sind. Bevor wir damit loslegen, starten wir erstmal mit unserem Pocket Check. Alex, was hast du heute dabei? Ich habe einen selbstgebauten Framelock-Folder dabei. Der ist schon vor einiger Zeit fertig geworden, leider. Aber ab und zu kann man den, denke ich, trotzdem tragen. Lenny, wie sieht es bei dir aus? Was hast du einstecken? Ich habe heute ein bisschen mehr dabei. Ich habe erst einmal ein Böker DTK dabei. Man sieht es hier so ein bisschen, das Klingenfinish unterscheidet sich leicht von der Serienvariante. Das ist der Vorteil, wenn man in der Produktion arbeitet. Da kann man immer vorher schon mal ein bisschen was ausprobieren, testen. Und deswegen unterscheidet sich das leicht. Dann habe ich noch einen Stift dabei und eine Taschenlampe. Das kann man auch immer mal wieder gut gebrauchen. Gut. Legen wir los mit unserer ersten Kategorie, Taschenmesser. Alex, was hast du dir ausgesucht? Ich habe ins Burnley-Programm gegriffen. Das Buttonlock Flipper Compact ist das. Gefällt mir sehr gut. Schöne schlichte Linie, Deep Carry, Alu-Griffschalen. Ja, das Messer läuft wirklich wunderbar. Hat eine Magna-Cut-Klinge. Wir haben die jetzt seit etwa 1,5 Jahren wieder im Programm. Es war so, dass wir früher auch schon mal eine Variante von dem Quieten Compact hier in Solingen gebaut haben. Dann war es relativ lange nicht mehr im Produktprogramm und wir haben uns hiermit das erste Mal in Solingen auch an einen Buttonlock gewagt. Also da bleiben wirklich keine Wünsche mehr offen. Thema Taschenmesser. Lenny, was hast du dir rausgesucht? Ich habe mir was aus unserem Magnum-Programm ausgesucht. Das Long-Lead EDC. Ein kleiner Slip-Joint-Folder mit einem Clip, 440B Klingenstahl, ohne Halbstopp. Wirklich sehr schön kompakte, schlanke Linie. Ich musste da ganz klar an die französischen Taschenmesser denken, als ich das Messer das erste Mal gesehen habe. Mit einer konturierten G10-Griffschale und liegt wirklich super angenehm in der Hand, finde ich. Von der Verarbeitung kann man da überhaupt nichts sagen und auch gerade von der Preis-Leistung ein wirklich sehr interessantes Messer. Ja, schöne Linie. War mir gar nicht bekannt. Deswegen einer unserer Hidden Champions. Nächste Kategorie? Genau. Bei Made in Solingen, da habe ich auch in die ältere Kategoriekiste gegriffen. Hier den Applegate Dolch in der großen Variante aus meinem Privatbestand. Ja, gefällt mir gut. Klassiker. Ja, krasses Teil. Applegate ist auch wirklich schon eine Produktreihe, die wirklich lange bei uns im Programm ist. Man sieht es auch hier, die ist jetzt gerade die Nummer 25.088. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt aktuell sind. Ich glaube schon jenseits der 30.000. Also jedes Stück ist da auch individuell nummeriert und einfach ein ganz klarer Klassiker, den wir heute auch immer noch in unveränderter Form so bauen wie früher. Bei mir ist es ein bisschen moderner. Es ist nicht wirklich ein Hidden Champion. Eines unserer neuen Modelle, das Böker Burnley Keyhon Bifold, Designadaption von Lucas Burnleys Keyhon. Hier jetzt in der Variante mit einem Daumenpin, also nicht 42A-konform. Wir haben das Ganze auch noch mit einem Nagelhau, sodass ihr das auch jeden Tag mit euch führen könnt. Aber gerade für den Spielspaß ist das hier schon wirklich klasse. Magna Cut Klingenstahl, der Griff ist aus einem Stück Edelstahl gefaltet, dann gefärbt und gestonewashed. Mit einem schönen Deep Carry Pocket Clip. Also das Ganze macht wirklich Spaß, auch jeden Tag dabei zu haben. Ja, schön mit den gesenkten Schrauben unter dem Deep Carry Clip. Muss auf jeden Fall auch noch Bestand. Sehr gut. Okay, kommen wir zur nächsten Kategorie. Extraordinary. Also wirklich besondere Produkte, irgendwas, was so ein bisschen heraussticht. Was hast du dir da ausgesucht, Alex? Ja, ich habe mir das Böker Boxer rausgesucht. Ja, auch aus meinem privaten Bestand tatsächlich. Das gefällt mir relativ gut, weil mich das etwas an die 90er, 2000er Jahre japanischen Backlog-Messer erinnert. Also in Richtung SOG, Elmar, die Ecke. Also von Action und Verarbeitung geht das, finde ich, in die Richtung. Und super Handlage, super Design. Relativ schlicht eigentlich, aber ja, gefällt mir einfach gut. Ist auch immer noch eines meiner liebsten Messer. Ist jetzt in meiner Auswahl tatsächlich nicht mit dabei. Aber wie du schon gesagt hast, die Handlage, ich habe eine Handschuhgröße 8, ist für meine Hand wirklich perfekt. Ein sehr solide greifender Backlog. Und das Ganze halt in einem sehr schönen, trotzdem noch handlichen Format. Mit Stoppin für Mit Stoppin, genau. Das heißt, kein Aufschlagen der Klinge möglich. Also richtig, richtig schön gemacht. N690 Klingenstahl. Daran merkt man auch, das ist schon ein etwas älteres Modell für uns. Das würden wir heute wahrscheinlich auch aus anderen Klingenstählen machen. Wahrscheinlich dann Richtung Magna Cut. Aber einfach noch ein Klassiker. Ich sehe gerade Nummer 120, also eines der wirklich frühen Modelle. Wir haben das Modell 2019 ins Programm mit aufgenommen. Haben da auch schon ganz viele Varianten von produziert. Und wenn ich es richtig gehört habe, wird man später in deiner Auswahl auch nochmal sehen. Die Variante in Mikata, wie man es hier sieht, haben wir leider nicht mehr im Programm. Was wir aber noch haben, ist einmal eine Variante mit einer Damastklinge und rotem Jute Mikata und eine Variante mit Wüsteneisenholzbeschalung. So, was hast du als Extraordinary? Ich bleibe auch mit meinem Messer in Frankreich. Das ist ungefähr so 300 Kilometer von Raphael Durand entfernt. Also von dem Messermacher und Designer des Boxers. Ich habe mir das Bad Guy von Franceville ausgesucht.
Das heißt, das ist wirklich mal so ein bisschen was Außergewöhnliches vom Design. Franceville habe ich auch kennengelernt im Rahmen von diesem Messer und der Entstehungsgeschichte. Und es ist so, es kommt auch aus Frankreich, hat früher ganz klassische französische Messer gebaut und hat dann wirklich so dieses Design, den Bad Guy, als Befreiungsschlag gemacht, um wirklich aus dieser Welt der klassischen Taschenmesser sich so ein bisschen hervorzuheben. Ganz typisch auch mit seinem Totenkopf, diese sehr breite, bullige Klinge, ein roter G10-Liner, also wirklich mal was Außergewöhnliches. Und was Schönes, es ist zwar ein Slipjoint, aber mit einer sehr, sehr strammen Feder. Und es arretiert so oder hält die Klinge so stark, dass man fast denkt, es wäre ein feststehendes Messer. Ja, auch sehr schön bündig verschliffen. Optisch nicht ganz meine Baustelle, aber auf jeden Fall interessant. Gut, Alex, dann kommen wir als nächstes zu unserer Kategorie feststehende Messer. Da hast du ja auch schon einige Messer designt, die es bei uns ins Produktionsprogramm geschafft haben, also das AK1 und AK4. Jetzt bin ich wirklich gespannt, was du dir ausgesucht hast. Ja, das war jetzt ganz uneigenlobmäßig habe ich mir das AK4 ausgesucht. Ich bin wirklich stolz darauf, wie gut das geworden ist. Gefällt mir sehr gut, auch sehr nah an meiner Custom-Vorlage, am Prototypen, an den Daten. Da bin ich echt glücklich, wie gut das geworden ist. Jetzt hier mit den Daily Customs Griffschalen trage ich super viel, sieht man hier auch schon wahrscheinlich, dass das schon echt gelitten hat, aber der 3V macht das alles gut mit. Ja, das ist jetzt so ein Stück weit peinlich, weil bei mir sieht das leider relativ ähnlich aus. Das heißt, ich habe mich auch für die Serienvariante entschieden von unserem AK4. Man sieht jetzt hier nochmal den Unterschied. Wir haben einmal bei mir von uns mit einer grünen gestrahlten Mikata-Griffschale aus Canvas Mikata und einer geschlossenen Schalenoberfläche. Und du hast jetzt hier was für Schalen drauf? Das ist G10. Die haben wir so aber nicht im Programm. Wo kriegt man die her? Die gibt es im Shop von Daily Customs bzw. Daily Knives. Genau, mit denen arbeiten wir zusammen bei dem Projekt. Und da gibt es fleißig Zubehörteile, andere Griffmaterialien, auch Titan, G10, Mikata, alles was das Herz begehrt, Inlays. Ja, sehr schön. Ja, ich finde, die Größe ist wirklich ideal. Auch da wieder Handschuhgröße 8. Es liegt mir sauber und satt in der Hand. Also das kann man wirklich vom EDC-Bereich mit der Kydex-Scheide, die dabei ist, super gut in der Hosentasche noch tragen. Es ist aber auch gerade für den Einsatz draußen im Wald, auch für jagdliche Zwecke super geeignet. Also wir haben eine sehr, sehr schneidfreudig ausgeschliffene Klinge, CPM 3V-Stahl, das heißt auch sehr belastbar und ein Messer und ein Werkzeug, worauf ihr euch wirklich verlassen könnt, wenn es drauf ankommt. In der nächsten Kategorie geht es um Automatikmesser. Das Ganze ist ja in Deutschland mittlerweile etwas schwierig. Man braucht ja ein berechtigtes Interesse, um Automatikmesser zu besitzen. Und deswegen haben wir uns aber trotzdem noch mal angeguckt, was haben wir im Böker Produktionsprogramm. Was sind da so unsere Favorites? Alex, was hast du? Da fange ich direkt an. Ich habe den Urban Trapper Automatik. Ja, auch wieder Deep Carry Magna Cut, glaube ich, war das auch. Genau. Gefräste Alugriffschalen. Das gefällt mir einfach sehr gut. Schöne, schlanke Linie. Ja. Recht dünne Klinge. Action ist sehr gut. Ja, gefällt mir einfach. Schlechte, gute Form. Ja, man sieht es ja auch ganz subtil untergebracht. Die Laserung, einmal das Böker-Logo und das Brad Zinker Designer-Logo im Griff gelasert und dann hier auf der hohen Kante Böker Soling. Also wirklich ganz diskret gehalten. Die Klinge super clean. Nur Magna Cut als Klingenstahl auf dem Rücken. Das ist ein Messer, das auch wirklich in der Entwicklung total viel Spaß gemacht hat. War für uns auch erstmal wieder, muss man ganz klar sagen, eine Learning Curve, dass wir den Automatikmechanismus so gut hinbekommen, wie er jetzt funktioniert. Also dass es wirklich auch satt feuert. Wichtig. Ganz, ganz wichtig in dieser Kategorie. Wir sehen, wir haben hier schön den gefrästen Rücken, der geschlossen ist. Macht wirklich Spaß. Das Urban Trapper ist eines der Messer, was wir schon sehr, sehr lange als Design im Produktprogramm haben. Es ist ein Design von Brad Zinker aus den USA. Und wenn ich mich nicht täusche, seit 2013 fester Bestandteil des Böker Produktionsprogramms. Jetzt halt das erste Mal in einer Variante, die in Solingen hergestellt wird. Und deswegen gerade auch in der Zusammenarbeit mit Brad nochmal was wirklich, wirklich Schönes, was daraus geworden ist. Ich habe mich für die etwas kleinere Variante entschieden. Bei mir ist es das Mini Redemption geworden. Ein Design von Ramon Chavez. Grundsätzlich eine recht ähnliche Ausstattung. Wir haben auch hier eine gefräste Aluminiumgriffschale. Auch hier wieder das Böker-Logo, das Designer-Logo sowie Böker Soling sehr diskret am Griff angebracht. Auch hier wieder ein Magna Cut Klingenstahl. Also man sieht, hier zeichnet sich so langsam ein Muster ab. Und als kleinen Farbakzent einen roten Aluminium-Backspacer, auch aus dem Vollen gefräst, genauso wie den Titan-Clip. Ganz typisch für Ramon wieder mit seinem Totenkopf-Logo. Ja, ich wollte es gerade sagen, der rote Spacer ist echt ein schönes Highlight. Und die Automatik-Action ähnlich wie beim Trapper, einwandfrei. Ja, der letzte Punkt, glaube ich. Ah, vorletzter. Nee, vorletzter Punkt, sorry. Multitool. Da habe ich mir hier das Toolkit Torx rausgesucht. Das hier von Wiha und Böker eben ein schöner, kompakter Bithalter mit Wechsler. Da hat man direkt das Wichtigste dabei. Das ist echt super. Also finde ich
Einfach gut. Es gibt wahrscheinlich keinen Messerfan, der das Teil nicht irgendwie in seinem Besitz hat. Wir haben einmal die Variante mit Torx, das ist jetzt diese hier. Und dann gibt es die auch noch mit einem Imbussatz. Wobei aktuell bei den meisten Messern, zumindest in unserem Produktionsprogramm, ein Torx eingesetzt wird. Ja. Sehr cool. Ich glaube, ich habe auch 2 oder 3 Stück davon zu Hause rumliegen. Kann man eigentlich nie genug von haben. Schadet nichts. Ich habe mich gegen einen klassischen Bitdriver oder ähnliches entschieden. Ich habe mich für das Fox Vulpes Multitool entschieden. Das ist ganz cool. Wir haben keine Klinge, deswegen auch wirklich ein richtiges Multitool. Das heißt, wenn man mal irgendwo unterwegs ist, verreist und man sagt, man möchte jetzt nicht unbedingt ein Messer mitnehmen, aber man möchte schon mal was haben, um irgendwie ein Paket aufzumachen oder mal eine Schraube festziehen zu können oder mal irgendwie einen Brief zu öffnen, hat man da eigentlich alles dran, was man braucht. Eine sehr schöne Griffschale aus grün anodisierten oder eloxierten Aluminium. Das Ganze ist vernietet, ordentlicher Clip dran. Also wirklich ein sehr cooles Multitool. Hatte ich auch gar nicht auf dem Schirm bisher, muss ich sagen, muss ich zugeben. Muss ich mir wohl mal genauer anschauen. Dann kommen wir zum krönenden Abschluss unserer letzten Kategorie zum Thema Damast. Wie ihr wisst, wir machen sehr, sehr viele Produkte aus Damast. Das heißt, wir arbeiten mit verschiedenen Schmieden, sowohl aus Deutschland, aus Schweden als auch aus den USA zusammen. Und haben da immer wieder interessante Produkte, die wir an den Markt bringen. Hajo, unser Kollege, hat auch ein sehr interessantes Video zu unseren historischen Militärprodukten gemacht. Das lohnt sich auf jeden Fall anzugucken. Alex, was hast du dir ausgesucht als Damastmesser? Ja, normal, weißt du ja, bin ich bei Damast nicht so ganz zu Hause. Aber da musste natürlich die Wahl auf das Böker Brand fallen. Auch schon lange im Programm, aber ich glaube, das haben viele nicht so auf dem Schirm, das Design. Klassische schlichte Linie, kurzer Schliff, Clip umsetzbar, Aluschalen, eingelegter Liner. Also ein ganz klassisch Tactical Knife eigentlich der frühen 2000er Jahre von der Bauart, aber immer noch unverändert gut, unverändert zuverlässig. Geht auch ordentlich auf. Und wir sehen hier wirklich diesen sehr schönen Leopard-Damast. Der schön schimmert auch im Licht, also wirklich tief geätzt auch ist mit der Beschriftung Leopard-Damast, die leicht erhaben ist. Und natürlich individueller Seriennummer. Das macht es auch immer aus bei den Damastmessern. Das ist halt ganz klar auch für den Sammlermarkt gedacht. Ja, sehr schön. Würde ich schon auch benutzen. Würdest du auch benutzen, okay. Ja. Kann natürlich auch benutzt werden. Also es ist nicht nur ein Produkt für Sammler, sondern sie sind wirklich auch für den Einsatz konzipiert. Ich habe mir was ausgesucht, was nochmal was ganz Besonderes ist. Unser P08 Damast, also von der Pistole 08, wurde hier auch Stahl verschmiedet. Wir haben ein Leather-Pattern im Damast. Das ist ein nicht rostfreier Damast von Chad Nichols aus den USA. Haben ein Holz mit einer Fischgrätoptik, die wird hier eingebracht. Button passend zu den Anbauteilen der Waffe, genauso wie diese ganz klassischen Schlitzschrauben. Das Ganze wirklich sehr sauber, nahtlos verarbeitet. Und ich finde, Dolche haben halt immer eine ganz eigene Ästhetik. Also gerade dieses sehr symmetrische, sehr klassische. Also das ist jetzt nichts, was ich mit mir führen würde jeden Tag. Das wird auch mit dem deutschen Gesetz schwierig. Aber wirklich was man sich wunderschön angucken kann und was einfach Spaß macht, in der Hand zu halten. Ja, auf jeden Fall. Super schönes Design, schöne Linie. Stand ich auch schon ein paar Mal vor im Böker Shop unten. Einfach sehr schön. Und Dolche haben wir jetzt hier echt eine hohe Dichte heute gehabt. Ja, sehr schönes Messer. Also Alex, vielen Dank für deine Auswahl. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Was sagt ihr? Haben wir noch irgendwelche Messer vergessen? Und was sind eure Hidden Champions? Lasst es uns wissen in den Kommentaren. Vergesst nicht zu abonnieren, dem Kanal zu folgen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.